Hautscreening-Apps sollen mithilfe der Handykamera erkennen, ob Hautveränderungen harmlos oder bösartig sind. Stiftung Warentest hat sie getestet. Eine App ist kostenlos, bei allen anderen kostet die Beurteilung, da sie meist von Ärzten vorgenommen wird. 2 Apps arbeiten mit Algorithmen. Sie gleichen die Handyfotos mit Tausenden von anderen Bildern von Hautveränderungen ab und liefern so ihre Risikoeinschätzungen sekundenschnell. Jetzt hat es geklappt. Wenn dieses Bild die zu bewertende Läsion zeigt und sie scharf angezeigt wird, drücken Sie auf Weiter. Niedriges Risiko. In der Hautklinik in Bad Soden ist der Einsatz von Computersystemen zur Diagnose bereits Alltag. Wir benutzen häufig KI-Systeme, um hautkrebsverdächtige Läsionen weiter zu untersuchen, wenn wir mit den konventionellen Mitteln nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommen. Auch die Darmstädter Hautärztin Dr. Susanne Greve ist durchaus aufgeschlossen. Also wenn ich dran denke, wir haben angefangen mit Polaroid-Fotos in der Hautklinik und mittlerweile haben wir ja auch ein System, was mit Algorithmen arbeitet. Eine Patientin fotografiert ihren Leberfleck für uns mit der Skin Screener App. Ergebnis: niedriges Risiko. Aber stimmt das auch? Dr. Kühne überprüft das mit Profitechnik und sagt: Unkritisch. Ja. Also das ist ein gutartiger Pigmentfleck. In Darmstadt findet dieselbe App eine Läsion mit mittlerem Risiko. Falsch ist das mittlere Risiko nicht. Einige Tage zuvor hat Dr. Kühne mit der Skin Vision App für uns einen Sonnenfleck fotografiert. Die Einschätzung dieser App zunächst: niedriges Risiko. Ich bekam dann aber nach 3 Tagen noch eine E-Mail mit der Nachricht, dass das Expertenteam dieser App sich das nochmal angeschaut hat und dass jetzt man das Ganze doch nochmal anschauen sollte, wenn der Fleck nach 6 Wochen nicht weg ist. Der Fleck ist in 6 Wochen auf jeden Fall noch da. Das ist ein Sonnenfleck, der wird auch in 20 Jahren noch da sein. Das heißt, diese Information ist jetzt nicht wirklich hilfreich, sondern das würde mich, wenn ich Laie wäre, jetzt eher noch beunruhigen für eine eindeutig harmlose Läsion. Bei einem zweiten Patienten in Darmstadt meldet die Skin Screener App niedriges Risiko. Das stimmt jetzt überhaupt nicht überein mit dem, was ich sagen würde. Ja. Richtig hingegen die Einschätzung der Skin Check App. 9 unterschiedliche Hautscreener hat Stiftung Warentest eingehend untersucht. Das Ergebnis ist zwiespältig. Einerseits ist es so, dass viele Apps im Test die Hautveränderung oft schnell und richtig einschätzen. Andererseits ist es aber so, dass keine einzige App im Test fehlerfrei blieb. Also wir hatten 24 verschiedene Testfälle und keine blieb bei allen diesen Testfällen fehlerfrei. Das ist besonders gravierend, wenn es um Hautkrebs geht. Fast jeder 7. Hautkrebsfall wurde nicht richtig eingeschätzt und das kann dann eben wirklich für die Betroffenen natürlich schwerwiegend sein, wenn sie nicht zum Arzt gehen oder eben verspätet eine Behandlung bekommen. Es ist noch so ein bisschen ambivalent im Moment. Das übernimmt natürlich beim Handy keiner die Verantwortung. Und deshalb seien sie auch kein Ersatz für einen Besuch in der Hautarztpraxis, sagt Stiftung Warentest, hat aber auch noch einen Tipp. Die Apps können eine erste schnelle Einschätzung geben, wenn absolut kein Termin bei einem Hautarzt verfügbar ist. Und wenn man dann eine riskante Einschätzung von so einer App bekommt, sollte man das dann auch bei der Terminvergabe telefonisch ansprechen und so hoffen, einen früheren Termin zu bekommen. Nur eine der getesteten Apps bekam übrigens die Testnote gut. Wir können die Android- und die iOS-Version von AppDoc empfehlen. Da schätzte das Ärzteteam die Testfälle am besten ein und es lag fast immer richtig. Nur in 2 kleineren Fällen eben nicht ganz, aber das waren keine schwerwiegenden Fälle. Eine Beurteilung mit AppDoc kostet 20 €. Bei meiner Anzahl an Kandidaten könnte es schnell teuer werden. Ich bleibe, glaube ich, dann im Screening-Programm bei meiner Hautärztin. Eine Fotodokumentation aller verdächtigen Hautstellen kostet in der Praxis 40 €.